Nürnberg 1945. Im Justizpalast in der Fürther Straße wird der Prozess des Jahrhunderts, der internationale Kriegsverbrecherprozess, stattfinden. Auf Vorschlag von General Lucius Clay und unter Zustimmung der 3 anderen Alliierten wird Nürnberg, die einstige Stadt der Reichsparteitage, ausgewählt, da sowohl das Gerichtsgebäude wie das anschließende Gefängnis unzerstört sind. Unter Aufsicht der Amerikaner renovieren deutsche Handwerker den Saal, machen Umbauten und die Einbauten des Podiums für das Gericht, der Anklagebank, der Pressetribüne für 250 Journalisten und einer Zuschauertribüne für 120 Personen. Alle Sitze werden mit Kopfhörern versehen. Eine große Leinwand wird installiert für die Projektion von Karten, Dokumenten, Fotos und Filmen. Moderne Neonröhren und Lampen werden aufgehängt. Im September ist der Saal 600 fertig. Die 4 Fahnen der Alliierten werden hinter der Richterbank angebracht. Die Generalprobe und der Prozess können beginnen. Ein Probelauf mit Erläuterung. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Schwierigkeiten schnell behoben werden können und dass Sie keine Bedenken haben sollten bezüglich der erfolgreichen Arbeit der mechanischen Ausrüstung. Der Erfolg hängt von den elektrischen Tonaufnahmen ab, die eine schnelle Wiedergabe ermöglichen. Heute wird Mr. Doster für Sie ein Schauspiel inszenieren mit Richtern und Sprechern, um das zu veranschaulichen. In which he will furnish the judges and the speakers. So, without further ado, we will let the actors proceed with their play. Das Justizgebäude mit den Fahnen der 4 Alliierten. Vom 20. November 1945 bis 1. Oktober 1946 findet der Prozess des Jahrhunderts statt, mit 21 Angeklagten, 8 Richtern, 100 Anklägern, 100 Zeugen und 70 Verteidigern. Die 4 Alliierten wechseln sich bei der Bewachung ab. Der Gerichtssaal und das Gefängnis unterstehen den Amerikanern, die für Sicherheit, Unterbringung und Verpflegung verantwortlich sind. Now on January 30th, 1933, the date that the Führer became Reichschancellor, Nürnberg ist zum Sperrgebiet erklärt worden. Die Zufahrtsstraßen zum Justizgebäude sind abgeriegelt. Nur mit Sonderausweis kommt man in den Justizpalast. 20. November 1945, der erste Verhandlungstag. Achtung, das Gericht. Zweimal täglich betreten die 8 Richter den Gerichtssaal. 2 Franzosen, das ordentliche Mitglied Don Dieu de Fabre, Professor der Rechte, sein Stellvertreter Robert Falcot, ein Richter, 2 Amerikaner, Francis Bidley, der stellvertretende Vorsitzende des Gerichtes, sein Stellvertreter John Parker. 2 russische Offiziere, Generalmajor Nikischenko und Oberstleutnant Volkow. Der Vorsitzende Richter Sir Geoffrey Lawrence und sein Stellvertreter aus London, Norman Burkitt. It only remains for me to direct, aufgrund der Vorschriften des Statuts befehle ich nunmehr, dass die Anklageschrift verlesen wird. Auf Wunsch des Gerichtes verlesen die Hilfsankläger die 49 Seiten lange Anklageschrift, obwohl die Anklage wie die Verteidigung darauf verzichten wollten. Und der Vorsitzende ordnete die Verlesung an. Die 4 Anklagepunkte werden verlesen. In Ausführung der Londoner Konferenz vom 8. August 1945 und des Statuts des Gerichtshofs beschuldigen die oben genannten Regierungen die Angeklagten der Verbrechen gegen Frieden, Kriegsrecht und Humanität und eines gemeinsamen Planes, einer Verschwörung zur Ausführung dieser Verbrechen und klagen an Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Halmar Schacht,
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erik Rede, Baldur von Schirach, Fritz Sattel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen. Einige der Hauptschuldigen fehlen. Robert Ley hat Selbstmord begangen. Kaltenbrunner hat einen Schlaganfall erlitten. Martin Bormann, Sekretär Hitlers, ist vermisst, wird aber angeklagt in Abwesenheit. Adolf Hitler hat kurz vor seinem Tod seine Freundin Eva Braun geheiratet und begeht mit ihr am 30. April Selbstmord. Die Russen finden nur die verkohlten Leichen im Garten der Reichskanzlei. Auch der im Testament Hitlers zum Reichskanzler ernannte Propagandaminister Josef Goebbels hat in der Nacht zum 1. Mai mit seiner Frau und seinen 5 Kindern Selbstmord in der Reichskanzlei begangen. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, vergiftet sich bei seiner Entdeckung in der Nähe von Lüneburg am 23. Mai 1945 mit Cyankali. Martin Bormann, der einflussreichste in der Reichskanzlei, ist seit seinem Ausbruch aus Berlin in der Nacht zum 1. Mai 1945 vermisst. Krupp wird nach einem Schlaganfall für verhandlungsunfähig erklärt. Hermann Göring sprach bei Augsburg vor einer internationalen Pressekonferenz. Hitler hatte Göring am 20. April aus der Partei ausgestoßen und zum Tode verurteilt. Nach dem Tod von Hitler glaubt Göring mit General Eisenhower über die Zukunft Deutschlands verhandeln zu können. Aber die Amerikaner verhaften ihn. Er musste seine Orden, seine Rangabzeichen und seinen Reichsmarschallstab abgeben und wurde wie ein Krimineller fotografiert und in ein Gefängnislager überführt. Julius Streicher als Maler verkleidet und Robert Ley wurden in Bayern verhaftet. In Karlshorst wurde am 8. Mai die bedingungslose Kapitulation von Generalfeldmarschall Keitel unterschrieben. Eine Woche später wird er verhaftet. Jodl, Dönitz und Speer, 3 Mitglieder der von Hitler ernannten Reichsregierung, werden am 23. Mai bei Flensburg verhaftet und ins Lager Mondorf überführt. Rudolf Hess, der am 10. Mai 1941 nach England flog, wird Anfang Oktober noch in seiner Pilotenausrüstung von England nach Nürnberg zu Vernehmungen ins Gefängnis gebracht. Viele der Gefangenen, Minister, Staatssekretäre, Angehörige der Wehrmacht, Luftwaffe, der Marine, aber auch der SS und Gestapo wurden in ein Luxushotel in Mondorf in Luxemburg gebracht und erwarteten dort die Entscheidung der Alliierten, wer in Nürnberg angeklagt werden sollte. Die Häftlinge wurden zuvorkommend behandelt, durften Ausflüge machen, sich gegenseitig besuchen und im Park spazieren gehen. Die Verpflegung war ausreichend, sie durften aber keinen Kontakt zu ihren Familien haben. Am 12. August wurden die Angeklagten von Luxemburg nach Nürnberg geflogen. Nur von Neurath wurde von den Franzosen, Räder und Fritzsche von den Russen überstellt, Rudolf Hess von den Engländern. In einem Stock des Gefängnisses werden die 21 Angeklagten in Einzelzellen untergebracht. Sie haben keinen Kontakt nach außen und untereinander. Nach dem Selbstmord von Reichsgesundheitsführer Conti am 6. Oktober und Robert Ley am 25. Oktober ordnete der Gefängnisdirektor Einzelbeobachtung an. Mit der Anklageschrift hatten die Angeklagten eine Liste von Namen von Anwälten aus ganz Deutschland erhalten. Sie durften ihre Verteidiger auswählen. Bei ihrem ersten Zusammentreffen wählten sie Dr. Dix zu ihrem Sprecher und erhoben schriftlich Protest gegen die Zuständigkeit des Gerichtes und baten um ein Gutachten und amerikanische Ratgeber, da sie mit der angloamerikanischen Prozessordnung nicht vertraut waren. Alle 21 Angeklagten und ihre Verteidiger hatten am 18. Oktober die 49 Seiten lange Anklageschrift mit den 3 Anlagen A, B, C erhalten, deren Inhalt sich auf 4 Punkte bezog. Punkt 1: Gemeinsamer Plan oder Verschwörung. Punkt 2: Verbrechen gegen den Frieden. Punkt 3: Kriegsverbrechen. Punkt 4:
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Anhang A. Feststellung der Verantwortlichkeit von Einzelpersonen. Anhang B. Feststellung der Kriminalität von Gruppen und Organisationen. Anhang C. Verletzung 26 internationaler Verträge. Gut. Hermann Göring, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Karl Dönitz, angeklagt nach den Punkten 1, 2 und 3. Rudolf Hess, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Die Angeklagten Göring und Hess sehen sich nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder. Erich Raeder, angeklagt nach den Punkten 1, 2 und 3. Joachim von Ribbentrop, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Baldur von Schirach, angeklagt nach den Punkten 1 und 4. Wilhelm Keitel, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Fritz Sauckel, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Julius Streicher, angeklagt nach den Punkten 1 und 4. Albert Speer, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Wilhelm Frick, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Göring und Hess, die Angeklagten Nummer 1 und Nummer 2. Alfred Jodl, angeklagt nach den Punkten 1 bis 4. Der Anwalt von Rosenberg, Dr. Thoma, erhebt Einspruch und verlangt eine Unterbrechung. Es haben mir eine Reihe von Kollegen eben erklärt, dass sie in derselben Lage sind wie ich. Insbesondere Herr Dr. Sauter. Vorgestern sind wir darüber aufgeklärt worden, ob wir auf die Frage schuldig oder nicht schuldig nur erklären dürfen, ja oder nein, oder ob eine weitere Erklärung, eine größere Erklärung abgegeben werden darf. Über diese Frage wissen wir erst seit vorgestern Bescheid, hatten also keine Gelegenheit, längere Zeit mit dem Angeklagten darüber zu sprechen. Wir werden jetzt den Prozess für 15 Minuten unterbrechen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Ihren Klienten zu sprechen.